Wenn man lange genug in dieser Welt lebt, wird einem früher oder später etwas auffallen. Es gibt bestimmte Grundannahmen, die einem von Beginn an eingetrichtert werden. So gibt es richtig. Ein strahlendes, sich selbst ohne jegliche Scham präsentierendes Licht, welchem es gilt zu folgen, ein Leben lang. Es ist das Korrekte, das Kühne, Mutige, wofür es sich einzusetzen gilt. Richtig. Eine steinerne Bogenbrücke aus blau schimmerndem Erz, dessen Alter und Bewährtheit von den kolossalen Brückenpfeilern untermalt wird, in denen sich die Siege längst vergangener Generationen wie Rauchschwaden spiegeln. Es ist verheißend und mahnend zugleich, wie das Äußere einer komplizierten Maschine, die nur mit einem Knopf zu bedienen ist, der jedoch zwischen einer Million anderer Knöpfe liegt. Man weiß jedoch, welcher Knopf zu drücken ist, kennt seine Farbe, seine Form und das Gefühl seiner glatten Oberfläche, sowie das erleichternde Gefühl, welches eine mit dem anschließenden Summen der arbeitenden Maschine überkommt. Und dann ist er falsch. Ein Abgrund unter der Brücke, ein schwarzes, aus allen Farben außer der richtigen bestehendes Loch, aus dem es keine Wiederkehr gibt. Es fühlt sich so an. Zuerst ist da ein Schatten auf dem hellen Weg, ein falscher Ton in einem schönen Lied, das man auswendig konnte, und Knöpfe. Oh, so viele Knöpfe. An jeder verschieden, an jeder eine andere Farbe, eine andere Form, eine andere Auswirkung. Doch jeder dieser Knöpfe behauptet, der Richtige zu sein. Wer hilft mir, die verdammte Maschine in Gang zu bringen? Was bringt mir diese Maschine überhaupt? Dann fallen sie. Ich weiß nicht, ob ich mich anders entscheiden hätte können. Je älter man wird, desto unreiner erscheint einem der einst so brillante Pfad. Der helle blaue Schein wird zu einer dezenten blauen Linie variierender Stärke auf dem Weg und man fragt sich, wer sie eigentlich gezeichnet hat. Man hinterfragt so einiges, wenn man beginnt, die Dinge nur als das, was sie sind, anzusehen. Diese riesige Brücke, die alle sicher auf ihrem Weg leitet, wirkt auf einmal so scheinheilig. Denn auch sie ist nur menschengemacht. Ohne den Menschen hätte es sie nie gegeben. Ihr nennt die gefallenen Tiere, doch haltet euch selbst in einem gigantischen blauen Käfig. Fühlt ihr nicht die Enge eurer Wände? Die Brücke ist unzerstörbar. Kein Stein kann ihr schaden, kein Messer ihr einen Kratzer zufügen, kein Flieger sie in Brand setzen. Ihr habt sie gebaut, im Nichts verewigt, um was zu überqueren. Dort unten sah ich keinen reißenden Fluss, kein loderndes Feuer, keine fremdartigen wilden Tiere. Die wilden Tiere laufen oben. Sie überqueren die Brücke jeden Tag, um ihrem richtigen Pfad zu folgen, bis sie auf eine andere Farbe kreuzen, um eine weitere Brücke zu bauen, über den neu gefundenen Abgrund. Ich betrat oft Brücken meines Pfads, die von anderen Brücken einer anderen Farbe überragt wurden. Ich wurde sehr unruhig, bis mein Pfad endlich an eine Brücke gelangte, die die vorherige überragte. Ich war richtig, sagten sie. Doch ich hatte die wunderschönen Farben der anderen Brücken nicht vergessen. Und ich blickte in den Abgrund. Der schwarze Abgrund aus allen Farben außer der richtigen. Alle Farben zusammen ergeben schwarz. Hier stimmte etwas nicht. Die Rechnung ging nicht mehr auf. Sie war nicht richtig. An jedem Tag muss ich gefallen sein. Ich verließ meinen blauen Pfad und ließ das Schicksal entscheiden. Es war ein langer Fall. Ich fiel vorbei an einer Vielzahl von Brücken in den unterschiedlichsten Farben in einer reißenden Geschwindigkeit. Jede Brücke war schöner als die andere, prächtig und prunkvoll, ihre eigene Wahrheit repräsentierend. Gleichzeitig stießen sie mich ab mit ihrer Ignoranz gegenüber den anderen, die Offenbarung ihrer animalischen Machtkämpfe.
Der Fallwind schleuderte mich durch die Brückenpfeiler, die auf dem Pfaden anderer einschlugen, die wiederum zu weiteren Brücken führten, die wiederum dasselbe taten. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Dann kam ich auf dem Boden auf. Als ich mich umblickte, sah ich weit und breit keine Brücke. Ich war dort, wo alles begonnen hatte, in einer Zeit, über die es keine Aufzeichnung mehr gab und nie gegeben hatte. Dieses Land besaß keine Pfade und bestand aus allen Farben, die man sich vorstellen konnte. Ich verbrachte Tage damit, dieses Land auszukundschaften, bevor ich auf etwas stieß, was ich in einem anderen Leben schon mal gesehen hatte. Es war der Anfang eines Pfades, der sich in einem hellblauen Schimmer nach oben auf einen Brückenkamm zwang. Neugierig blickte ich hinter den Pfad, um zu sehen, worüber der erste blaue Pfad wohl gebaut wurde. Doch da war nichts, außer einer atemberaubenden Eiswüste. In den nächsten Tagen sah ich ähnliche Pfadanfänge. Ein roter Pfad reckte sich aus einem gewaltigen roten Gebirge hervor. Ein grüner Pfad erhob sich aus der wohl saftigsten Weide, die ich je gesehen hatte. Ich fand den gelben Pfad, der aus einem riesigen Getreidefeld entsprang, sowie den violetten Pfad, der aus einer bezaubernden Wildblumenkolonne quellte. All diese Pfade waren weit voneinander entfernt. Womöglich hatten die Menschen des Getreidefelds nie gewusst, dass es in diesem Land auch eine Eiswüste gab, so wie die Wildblumenmenschen vielleicht nie die rote Gebirgskette erreicht hatten und es jetzt auch nie tun würden. Ihre Wahrheiten und Prämissen hatten sich schon so weit vom Ursprung entfernt, dass keiner sich mehr an das Ursprungsland erinnerte. So entdeckte ich das Land, in dem der Mensch seine Pfade begonnen hatte. Das einzige Land, welches keine Abgrenzung und Brückenpfeiler kannte. Ich entschied mich, dort zu bleiben und nur ab und zu einen beliebigen Pfad hochzuwandern, um an den Brücken die fundamentalen Wahrheiten und Gesetze dieses Pfades abzulesen. Ich war das aus dem Käfig ausgebrochene Tier, der Feind der Verantwortung. Natürlich redete ich auch mit den Leuten auf den Pfaden. Ich fing damit an, neue Brücken für sie zu errichten und ließ mich anschließend wieder fallen, um in der Schönheit einer neuen Farbe aufzuwachen. So lief ich weitere viele Jahre auf verschiedenen richtigen Pfaden, lernte ihre Geschichte kennen und ließ mich immer wieder in ihre falschen Abgründe fallen. Es war jedes Mal eine neue Welt, geschaffen, um von mir entdeckt zu werden, von mir gelebt zu werden. Wenn ich mich für einen letzten Pfad entscheiden müsste, würde ich den Pfad nehmen, von dem ich zum ersten Mal gefallen war. Ich würde ihn in aller Ruhe besteigen, bis es an der Zeit wäre, eine Brücke zu bauen. Dann drehe ich mich um und pflücke eine Blume vom Wegesrand. Ein Ritual, welches ich mir in meinen vielen Jahren auf den verschiedenen Pfaden zur Gewohnheit gemacht habe. Von diesen Blumen ist in all den Jahren noch keine einzige verblüht. Ich nehme sie ein letztes Mal in die Hand, während ich bemerke, wie ähnlich sie einander doch sind. Und dann lasse ich sie alle fallen.